Lektion 1: Zeit und Ort eines Treffens finden. Lass uns eine Zeit und einen Ort für unser Treffen finden. Das wäre toll. Wie wär's mit morgen? Morgen funktioniert für mich. Um wie viel Uhr? Wie wäre es mit 14 Uhr? Klingt gut. Wo sollten wir uns treffen? Treffen wir uns im Café in der Innenstadt. Perfekt. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr dort. Freue mich schon drauf. Ich auch. Ich sehe dich morgen. Wir sehen uns dann. Auf Wiedersehen. Lektion 2: Über Tulpen und Gemüse sprechen. Ich liebe Tulpen. Sie sind so wunderschön. Ja, das sind sie. Ich mag auch Tomaten. Tulpen und Tomaten, beide eine gute Wahl. Ich denke, sie würden zusammen in einem Garten gut aussehen. Definitiv. Tulpen für Farbe und Tomaten für frische Produkte. Wir sollten sie jedoch in getrennten Beeten pflanzen. Das ist eine gute Idee. Es wird einfacher sein, sich um sie zu kümmern. Außerdem benötigen Tomaten mehr Platz zum Wachsen. Stimmt, wir wollen nicht, dass sie die Tulpen überschatten. Holen wir uns ein paar Tulpenzwiebeln und Tomatensämlinge. Einverstanden. Unser Garten wird lebendig und produktiv sein. Ich kann es kaum erwarten, die Tulpen blühen und die Tomaten reifen zu sehen. Es wird ein wunderschöner Anblick und eine leckere Ernte sein. Ich freue mich darauf, mit unserem Gartenprojekt zu beginnen. Ich auch. Gehen wir jetzt die Zwiebeln und Setzlinge aussuchen. Klingt nach einem Plan. Wir gehen ins Gartencenter. Lassen Sie uns unseren Garten zu einem farbenfrohen und köstlichen Erfolg machen. Lektion 3: Einen Ausflug planen. Lass uns dieses Wochenende einen Ausflug machen. Das klingt großartig. Wo sollen wir hingehen? Wie wäre es mit dem Strand? Es ist immer entspannend. Das klingt perfekt. Wie weit ist es von hier? Es ist ungefähr eine 30-minütige Fahrt. Das ist nicht zu weit. Ich möchte nicht zu viel Zeit auf Reisen verbringen. Ich stimme zu. Wir sollten das Beste aus unserem Tag machen. Um wie viel Uhr sollten wir gehen? Gehen wir morgen früh los, gegen 9 Uhr. Das funktioniert für mich. Wir haben den ganzen Tag vor uns. Wir können ein paar Snacks und Getränke für den Strand einpacken. Gute Idee. Ich bereite einen Picknickkorb vor. Vergessen Sie nicht Sonnencreme und Strandtücher. Ich sorge dafür, dass wir alles haben, was wir brauchen. Es wird ein lustiger und erholsamer Tag am Strand. Ich kann es kaum erwarten, den Sand zwischen meinen Zehen zu spüren. Ich auch. Machen wir uns bereit für unser Strandabenteuer. Ich freue mich. Machen wir es zu einem unvergesslichen Tag. Absolut. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, sich zu entspannen und zu amüsieren.
Ich freue mich darauf, John. Ich auch, Anna. Lass uns eine fantastische Zeit am Strand haben. Lektion 4. Den Sinn für Mode beglückwünschen. Anna, ich muss sagen, du hast immer so ein gutes Auge für Mode. Oh, danke, John. Es ist so nett von dir, das zu sagen. Es ist wahr. Du siehst immer stylisch und gekonnt aus. Wenn ich von dir komme, bedeutet mir das viel. Du hast auch einen guten Geschmack. Danke, Anna. Ich versuche, über die neuesten Trends auf dem Laufenden zu bleiben. Nun, du hast definitiv Erfolg. Deine Outfits sind immer auf den Punkt gebracht. Das weiß ich zu schätzen. Es ist wichtig, sich gut zu kleiden und sich selbstbewusst zu fühlen. Absolut. Mode kann eine Form der Selbstdarstellung sein. Deshalb experimentiere ich gerne mit verschiedenen Stilen. Und du machst es so gut. Du siehst immer mühelos cool aus. Danke, Anna. Dein Sinn für Mode inspiriert mich auch. Es ist schön, jemanden zu haben, der meinen Stil schätzt. Ich schätze mich glücklich, einen so stylischen Freund zu haben. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit, John. Wir bilden ein modisches Duo. Haha, das tun wir in der Tat. Lasst uns weiterhin unsere einzigartigen Styles rocken. Unbedingt. Darauf, modisch und fabelhaft zu sein. Prost darauf, Anna. Lass uns weiter mit unseren Outfits spielen. Prost! Lassen Sie uns überall ein stilvolles Statement abgeben. Ich freue mich auf unsere zukünftigen Modeabenteuer, Anna. Ebenso, John. Unsere Modereise fängt gerade erst an. Gemeinsam sorgen wir für Aufsehen und setzen Trends. Lektion 5. Perfekte Passformen finden. Anna, das Kleid steht dir perfekt. Danke, John. Ich fühle mich darin sehr wohl. Es bringt deine natürliche Schönheit zur Geltung. Du siehst umwerfend aus. Ich schätze deine freundlichen Worte, John. Du weißt immer, wie du mich zum Lächeln bringen kannst. Ich freue mich. Du verdienst es, dich selbstbewusst und schön zu fühlen. Du bist zu süß. Übrigens habe ich eine Jeans gefunden, die mir auch sehr gut gefällt. Das ist toll, Anna. Das perfekte Paar zu finden kann eine Herausforderung sein. Ja, aber diese Jeans passen mir genau richtig und sind so bequem. Das ist eine Win-Win-Situation. Komfort und Stil gehen Hand in Hand. Absolut. Es ist wichtig, dass Sie sich in dem, was Sie tragen, wohlfühlen. Dem stimme ich voll und ganz zu. Mode sollte unser Selbstvertrauen stärken. Diese Jeans machen genau das. Ich kann es kaum erwarten, sie zu tragen. Ich freue mich zu sehen, wie sie auf dich schauen, Anna. Ich werde dir bald meine neuen Jeans zeigen. Darauf freue ich mich schon. Wir können beide unsere neuen Funde rocken. Definitiv. Wir gehen zusammen stillvoll raus,
John. Das ist der Geist, Anna. Lasst uns weiterhin Mode genießen und uns fabelhaft fühlen. Prost darauf, John. Auf die Suche nach den perfekten Passformen im Leben. Prost! Mögen wir uns durch unsere Modeentscheidungen immer am besten fühlen. Einverstanden, John. Lass uns weiter unseren persönlichen Stil entdecken und strahlend strahlen. Wir werden überall für Aufsehen sorgen, Anna. Lektion 6: Herausforderungen annehmen. Es war in letzter Zeit eine Herausforderung, aber ich bleibe positiv. Das ist großartig, John. Eine positive Einstellung kann einen großen Unterschied machen. Ich glaube, es ist wichtig, sich auf die guten Dinge zu konzentrieren. Absolut. Es hilft uns, Hindernisse zu überwinden und weiterzumachen. Hast du darüber nachgedacht, Meditation oder Achtsamkeit auszuprobieren? Ja, habe ich. Ich finde sie hilfreich, um inneren Frieden zu finden. Das ist wunderbar. Es ist wichtig, sich Zeit für die Selbstpflege zu nehmen. Es ermöglicht mir, neue Energie zu tanken und Herausforderungen mit klarem Verstand zu begegnen. Ich freue mich, dass du eine Praxis gefunden hast, die für dich funktioniert, Anna. Danke, John. Es ist eine Reise, aber ich setze mich für Wachstum ein. Das ist der Geist. Das Annehmen von Herausforderungen führt zu persönlicher Entwicklung. Ich stimme zu. Durch Herausforderungen entdecken wir unsere Stärke. Und dabei werden wir zu besseren Versionen von uns selbst. Auf jeden Fall. Stellen wir uns den Herausforderungen weiterhin direkt, John. Zusammen können wir alles überwinden, was uns in den Weg kommt, Anna. Das ist richtig. Wir sind ein Team und wir werden uns gegenseitig unterstützen. Ich bin dankbar, dich an meiner Seite zu haben, Anna. Wir machen das zusammen durch. Ebenso, John. Bleiben wir positiv und machen weiter. Wir haben das, Anna. Lassen Sie uns Herausforderungen annehmen und erfolgreich sein. Absolut, John. Auf unsere Widerstandsfähigkeit und unser Wachstum. Prost darauf, Anna. Lassen Sie uns jeden Tag mit Stärke und Optimismus angehen. Prost! Wir werden Herausforderungen meistern und eine glänzende Zukunft schaffen. In der Tat, Anna. Machen wir das Beste aus jeder Gelegenheit. Lektion 7: Outsourcing erkunden. Das klingt nach einer praktikablen Lösung. Worauf beziehst du dich, John? Ich denke, wir sollten erwägen, einige Aufgaben auszulagern. Das ist eine gute Idee. Das kann uns helfen, effizienter zu sein. Ich werde mich heute mit Outsourcing-Optionen befassen. Großartig. Mal sehen, wie es unserer Produktivität zugutekommen kann. Outsourcing kann unsere Zeit für wichtigere Dinge freisetzen. Es wäre schön, sich auf die Kernaspekte unserer Arbeit zu konzentrieren. Exakt. Wir können sich wiederholende oder zeitaufwendige Aufgaben delegieren. Es wird uns ermöglichen, intelligenter zu arbeiten, nicht härter. Ich werde zunächst nach zuverlässigen Outsourcing-Unternehmen suchen.
Das ist ein guter erster Schritt. Wir wollen die richtige Passform finden. Wir sollten auch die Kosten und die Servicequalität berücksichtigen. Einverstanden. Wir wollen einen Mehrwert für unsere Investition erzielen. Ich erstelle eine Liste der Aufgaben, die wir möglicherweise auslagern können. Und wir können priorisieren, welche am besten geeignet sind. Es geht darum, unseren Arbeitsablauf zu optimieren und die Effizienz zu maximieren. Ich freue mich, dass wir diese Option prüfen, John. Ich auch, Anna. Es ist wichtig, sich anzupassen und bessere Lösungen zu finden. Bleiben wir proaktiv und nutzen wir neue Möglichkeiten. Absolut, Anna. Gemeinsam finden wir den besten Weg nach vorne. Ich habe Vertrauen in uns, John. Wir werden die richtigen Entscheidungen treffen. Ich weiß deine Unterstützung zu schätzen, Anna. Wir sind ein großartiges Team. Das tun wir, John. Lasst uns weiter voranschreiten und neue Horizonte erkunden. In der Tat, Anna. Wir werden den richtigen Weg zum Erfolg finden. Ich freue mich zu sehen, wie Outsourcing unsere Produktivität verbessern kann. Ich auch, Anna. Auf die Erkundung neuer Möglichkeiten und auf Wachstum. Lektion 8: Geheimhaltung und Einladungen. Wir müssen allen Gästen gegenüber betonen, wie wichtig Geheimhaltung ist. Absolut, John. Wir wollen, dass unsere Überraschung intakt bleibt. Ich erstelle eine einfache Einladung und verschicke sie. Das ist eine gute Idee. Wir können kontrollieren, welche Informationen geteilt werden. In der Einladung wird auf die Notwendigkeit der Vertraulichkeit hingewiesen. Wir wollen keine zufälligen Spoiler. Es wird die Aufregung und Vorfreude erhöhen. Stellen wir sicher, dass jeder die Bedeutung versteht. Ich werde der Einladung einen Hinweis auf das Überraschungselement beifügen. Auf diese Weise werden Sie wissen, dass es etwas Besonderes ist. Wir können auch persönliche Erinnerungen hinterlassen. Das ist ein guter Weg, um sicherzustellen, dass alle auf derselben Wellenlänge sind. Geheimhaltung wird die Veranstaltung unvergesslicher machen. Es wird eine entzückende Überraschung für alle Beteiligten sein. Ich werde die Einladung so gestalten, dass sie klar und visuell ansprechend ist. Das wird Ihre Aufmerksamkeit erregen und Ihre Neugier wecken. Wir möchten, dass Sie sich aufgeregt und fasziniert fühlen. Und die Geheimhaltung unserer Pläne zu respektieren. Ich verschicke die Einladungen heute, Anna. Danke, John. Ihre Liebe zum Detail ist von unschätzbarem Wert. Es ist mir ein Vergnügen, Anna. Machen wir dieses Ereignis unvergesslich. Ich bin zuversichtlich, dass es so sein wird, John. Unsere Gäste werden sich verwöhnen lassen. In der Tat, Anna. Wir werden ein magisches Erlebnis für alle schaffen. Ich kann es kaum erwarten, Ihre Reaktionen zu sehen, wenn sich die Überraschung entfaltet. Es wird ein unvergesslicher Moment sein, Anna. Machen wir es außergewöhnlich. Absolut, John. Unsere Bemühungen werden sich am Ende lohnen.
Das glaube ich auch, Anna. Zusammen werden wir bleibende Erinnerungen schaffen. Auf Geheimhaltung und Vorfreude auf ein bemerkenswertes Ereignis. Prost, Anna. Lass die Aufregung beginnen. Lektion 9: Entscheidungen zur Haarpflege. Ich verwende ein Kräutershampoo für meine Haare. Das ist großartig, John. Natürliche Produkte können nützlich sein. Es hält mein Haar gesund und genährt. Ich verwende gerne ein feuchtigkeitsspendendes Shampoo für mich. Feuchtigkeit ist wichtig, um weiches und seidiges Haar zu erhalten. Es hilft, Trockenheit und Kräuselung vorzubeugen. Kräutershampoos sind sanft und entfernen keine natürlichen Öle. Feuchtigkeitsspendende Shampoos sorgen für Feuchtigkeit und Glanz. Ich bevorzuge den erfrischenden Duft pflanzlicher Inhaltsstoffe. Und ich genieße das luxuriöse Gefühl feuchtigkeitsspendender Formeln. Kräutershampoos sind auch umweltfreundlich. Das ist ein Plus. Wir können uns um unsere Haare und den Planeten kümmern. Absolut, Anna. Es ist eine Win-Win-Situation. Ich freue mich, dass wir der Haarpflege mit den richtigen Produkten Priorität einräumen. Unser Haar verdient das Beste, Anna. Es ist unsere Krönung. Einverstanden, John. Kümmern wir uns weiter darum und sorgen dafür, dass es gesund bleibt. Ich bleibe bei meinem Kräutershampoo und du bei deinem feuchtigkeitsspendenden. Ja, lassen Sie uns bei dem bleiben, was für uns individuell funktioniert. Haarpflege ist eine persönliche Entscheidung, aber wir können voneinander lernen. Definitiv, John. Wenn wir unsere Erfahrungen teilen, können wir bessere Entscheidungen treffen. Zusammen können wir schönes und gesundes Haar haben. Auf unsere Haarpflegeroutinen und auf ein selbstbewusstes Gefühl. Prost, Anna. Lass uns jeden Tag unser fabelhaftes Haar rocken. Prost, John. Mögen unsere Haare immer unser strahlender Glanz sein. Dazu trinke ich, Anna. Auf tolle Frisurentage, die vor uns liegen. Lektion 10: Ich suche einen Adrenalinschub. Bald bin ich dabei. Lass uns mehr Adrenalinschub erleben. Das klingt aufregend, John. Ich bin bereit dafür. Diesmal können wir es mit Bungejumping versuchen. Bungejumping? Das ist ein intensives Abenteuer. Es wird uns einen unglaublichen Adrenalinschub geben. Ich freue mich darauf, den Nervenkitzel und das Adrenalin zu spüren. Es ist eine großartige Möglichkeit, unsere Komfortzonen zu verlassen. Ich stimme zu, John. Lasst uns die Aufregung genießen. Wir können das Bungejumping online buchen. Das ist praktisch. Wir können einen seriösen Standort wählen. Sicherheit ist wichtig, wenn es um Extremsportarten geht. Absolut, John. Für uns steht unser Wohlbefinden an erster Stelle. Sobald wir da oben sind und zum Sprung bereit sind, wird der Ansturm unglaublich sein. Der freie Fall und das Gefühl der Schwerelosigkeit müssen unglaublich sein.
Es wird ein Erlebnis sein, an das man sich ein Leben lang erinnern wird. Ich bin dankbar, dass wir diese Abenteuer gemeinsam erleben können. Ich auch, Anna. Wir sind ein großartiges Team, wenn es um Nervenkitzel geht. Lassen Sie uns weiterhin unvergessliche Erinnerungen schaffen. Ich suche nach den besten Bungee-Jumping-Spots in unserer Gegend. Auf diese Weise erleben wir ein aufregendes und sicheres Abenteuer. Wir können auch ein paar Freunde einladen, sich uns anzuschließen. Den Adrenalinschub mit Freunden zu teilen klingt fantastisch. Je mehr, desto besser. Das wird ein epischer Tag. Ich kann es kaum erwarten, den Ansturm zu spüren und unsere Ängste zu überwinden. Auf die Suche nach neuen Abenteuern und das Leben in vollen Zügen. Prost, John. Lass uns das Adrenalin genießen und Erinnerungen sammeln. Prost, Anna. Lass die Suche nach Nervenkitzel beginnen. Lektion 11: Dankbarkeit für einen positiven Start. Beginne deinen Tag mit Dankbarkeit. Ja, John. Ja, das gibt einen positiven Ton für den Tag an. Hast du es versucht? Es hilft wirklich, meine Stimmung zu verbessern. Ich habe auch Dankbarkeit praktiziert, und das macht einen Unterschied. Es ist erstaunlich, wie eine einfache Handlung so viel Positivität bringen kann. Dankbarkeit auszudrücken verlagert unseren Fokus auf das Gute im Leben. Es erinnert uns an die Segnungen, die wir oft übersehen. Dankbarkeit hilft uns, die kleinen Dinge zu schätzen, die wichtig sind. Es bringt ein Gefühl von Zufriedenheit und Erfüllung. Ich finde, dass es Stress reduziert und inneren Frieden bringt. Es ist eine wirksame Praxis, die unser allgemeines Wohlbefinden verbessert. Ich stimme zu, John. Es ist eine Angewohnheit, die es wert ist, gepflegt zu werden. Wir können damit beginnen, jeden Morgen 3 Dinge aufzuschreiben, für die wir dankbar sind. Das ist eine tolle Idee. Das hilft uns, über das Positive nachzudenken. Wir können unsere Dankbarkeit sogar miteinander teilen. Auf diese Weise können wir uns gegenseitig inspirieren und aufmuntern. Dankbarkeit verbreitet sich wie ein Welleneffekt und berührt die Menschen um uns herum. Es schafft eine harmonische und freudige Atmosphäre. Machen wir Dankbarkeit zu einem Teil unserer täglichen Routine. Ich bin an Bord, John. Lasst uns jeden Tag mit Dankbarkeit beginnen. Es geht darum, die Segnungen des Lebens zu schätzen und Freude an den kleinen Dingen zu finden. Prost, John. Möge Dankbarkeit unsere Herzen erfüllen und auf andere ausstrahlen. Prost, Anna. Lassen Sie uns gemeinsam die Macht der Dankbarkeit nutzen. Lektion 12: Wunderschöne Landschaften erkunden. Wunderschöne Landschaften. Italien klingt perfekt. Es ist ein Traumziel, John. Es gibt so viel zu sehen. Wie lange sollte ich für unsere Reise einplanen, Anna? Ich würde sagen, mindestens 2 Wochen, um es in vollen Zügen zu genießen. Das klingt nach einer guten Zeitspanne. Wir können verschiedene Regionen und Städte erkunden. Ich habe gehört, dass die Toskana atemberaubende Ausblicke auf die Landschaft bietet.
Ja, die sanften Hügel und Weinberge sind malerisch. Und die Amalfiküste ist bekannt für ihre atemberaubende Küstenlandschaft. Es ist ein Muss, John. Die Aussichten sind unglaublich. Ich würde auch gerne die ikonischen Kanäle von Venedig sehen. Venedig ist magisch, John. Wir können eine Gondelfahrt machen. Was ist mit den historischen Ruinen in Rom? Rom steckt voller Geschichte und beeindruckender Sehenswürdigkeiten. Wir werden genug Zeit brauchen, um all die Schönheit zu genießen. Absolut, John. Es ist ein Land, das es wert ist, gründlich erkundet zu werden. Ich werde sicherstellen, dass ich meine Kamera mitbringe, um die Landschaften einzufangen. Gute Idee, John. Wir werden diese Erinnerungen bewahren wollen. Wir können auch die lokale Küche probieren, während wir dort sind. Italienisches Essen ist köstlich, John. Pasta und Pizza in Hülle und Fülle. Ich kann es kaum erwarten, den Charme Italiens aus erster Hand zu erleben. Es wird ein unvergessliches Abenteuer, John. Wir laden Sie ein, die Schönheit der italienischen Landschaften zu entdecken. Prost, John. Lassen Sie uns in seine Pracht eintauchen. Prost, Anna. Italien, wir kommen. Lektion 13. Positive Veränderungen annehmen. Ich habe einige Veränderungen bemerkt, Anna. Was für Veränderungen, John? Erzähl mir mehr. Es wirkt sich positiv auf mein allgemeines Wohlbefinden aus. Das ist wunderbar zu hören, John. Was sind das für Änderungen? Ich habe angefangen, regelmäßig Sport zu treiben und mich gesünder zu ernähren. Gut für dich, John. Es ist wichtig, dass du dich um deinen Körper kümmerst. Ich fühle mich energiegeladener und stärker als zuvor. Bewegung hat eine Möglichkeit, unsere Vitalität zu steigern. Ich habe auch Achtsamkeit und Meditation praktiziert. Achtsamkeit kann ein Gefühl von Frieden und Klarheit vermitteln. Es hilft mir, präsent zu bleiben und Stress abzubauen. Das ist großartig, John. Achtsamkeit hat viele Vorteile. Ich habe auch eine Verbesserung meiner Schlafqualität festgestellt. Guter Schlaf ist für unser Wohlbefinden unerlässlich. Ich verbringe auch mehr Zeit in der Natur und verbinde mich mit ihrer Schönheit. Die Natur hat eine Art, unseren Geist zu verjüngen. Diese Veränderungen haben mir ein größeres Glücksgefühl gebracht. Es ist unglaublich, wie einfache Änderungen eine große Wirkung haben können. Ich bin dankbar für die positiven Veränderungen in meinem Leben. Dankbarkeit ist eine mächtige Praxis, John. Sie verstärkt die Freude. Ich freue mich darauf, diese Reise der Selbstverbesserung fortzusetzen. Du bist auf dem richtigen Weg, John. Mach weiter mit der guten Arbeit. Danke für deine Unterstützung, Anna. Das bedeutet mir viel. Ich bin immer hier, um dich anzufeuern, John. Auf positive Veränderungen und ein gesünderes Leben. Prost, John. Mögen diese Veränderungen dir dauerhaftes Glück bringen. Prost, Anna.
Lasst uns gemeinsam weiter wachsen und gedeihen. Lektion 14. Nachhaltige Einkaufsgewohnheiten. Ich muss diese wiederverwendbaren Beutel ausprobieren, Anna. Sie sind großartig, John. Sie helfen, Abfall zu reduzieren. Hast du daran gedacht, deine wiederverwendbaren Taschen mitzubringen? Ja, John. Ja, ich habe sie hier in meiner Tasche. Das ist klug, Anna. Seien wir umweltfreundlicher. Absolut, John. Kleine Änderungen machen einen großen Unterschied. Ich habe gehört, dass wiederverwendbare Beutel auch robuster sind. Das sind sie. Sie können mehr Lebensmittel aufnehmen, ohne sie zu zerreißen. Es ist eine Win-Win-Situation für die Umwelt und den Komfort. Außerdem werden wir nicht zum Plastiktütenproblem beitragen. Ich werde sicherstellen, dass ich einige für zukünftige Einkaufstouren in meinem Auto habe. Das ist eine gute Idee, John. Sei immer vorbereitet. Ich habe auch darüber nachgedacht, lokal angebaute Produkte zu kaufen. Local produce is fresher and supports the community. Es ist auch eine gesündere Wahl mit weniger Transportkilometern. Ich stimme zu, John. Unterstützen wir die lokalen Landwirte. Wir können sogar zu Hause einen kleinen Garten anlegen. Das ist eine fantastische Idee, John. Frische Kräuter und Gemüse. Der Anbau eigener Lebensmittel klingt lohnend und nachhaltig. Es ist auch ein Schritt in Richtung Selbstversorgung. Treffen wir bewusste Entscheidungen für eine grünere Zukunft. Zusammen können wir etwas Positives bewirken, John. Hier geht es darum, nachhaltige Einkaufsgewohnheiten anzunehmen. Prost, John. Seien wir achtsame Verbraucher. Prost, Anna. Unser Planet dankt uns dafür. Lektion 15. Neue Geschäfte entdecken. Noch keine Geschäfte? Ich habe vor, verschiedene zu erkunden. Das klingt aufregend, John. Welche erwägen Sie? Ich möchte mir die örtliche Buchhandlung in der Innenstadt ansehen. Bücher sind immer eine gute Wahl. Ich begleite dich. Ich habe auch von einem neuen Café in der Nähe gehört. Ich bin dabei, John. Ich liebe es, gemütliche Cafés zu entdecken. Es gibt eine Boutique mit einzigartiger Kleidung, die meine Aufmerksamkeit erregt hat. Lass uns zusammen gehen, John. Ich bin bereit für ein paar Einkäufe. Ich habe gehört, dass es am Stadtrand einen Bauernmarkt gibt. Frische Produkte und lokale Produkte? Ich bin voll und ganz dafür. Wir können auch die gerade eröffnete Kunstgalerie erkunden. Kunstausstellungen sind inspirierend. Ich würde es gerne sehen. Es macht Spaß, neue Orte zu erkunden und lokale Unternehmen zu unterstützen. Absolut, John. Das ist auch gut für die Gemeinschaft. Wir werden viel Spaß haben, diese versteckten Juwelen zu entdecken. Ich freue mich darauf, John. Lass uns Pläne machen. Lassen Sie uns eine Liste aller Orte erstellen, die wir besuchen möchten.
Auf diese Weise werden wir keinen von ihnen verpassen. Auf neue Abenteuer und die Entdeckung des Unbekannten. Prost, John. Lassen Sie uns die Freude am Erkunden genießen. Prost, Anna. Gehen wir gemeinsam auf Entdeckungsreise. Lektion 16: Erkundung des geheimen Gartens. The Secret Garden ist eine gute Wahl. Ich wollte dieses Buch schon immer lesen, John. Wir können heute Abend anfangen, es zusammen zu lesen. Das klingt reizend, John. Welche Uhrzeit funktioniert für dich? Wie wäre es nach dem Abendessen, gegen 8 Uhr? Perfekt, John. Ich sorge dafür, dass ich bereit bin. Wir können ein paar Snacks mitbringen und es gemütlich machen. Snacks und eine gemütliche Atmosphäre machen das Lesen noch besser. Ich stelle draußen ein paar Kissen und Decken auf. Im Garten zu lesen klingt magisch, John. Es ist ein friedlicher Ort, um in die Geschichte einzutauchen. Ich freue mich darauf, die Geheimnisse des Gartens aufzudecken. Wir können unserer Fantasie neben den Charakteren freien Lauf lassen. Es wird eine herrliche Flucht aus der Realität sein. Tauchen wir ein in die Welt des Buches. Ich kann es kaum erwarten, mich auf dieses literarische Abenteuer einzulassen. Auf die Entdeckung der Magie von The Secret Garden. Absolut, John. Lass die Verzauberung beginnen. Verlieren wir uns in den Seiten und genießen wir die Reise. Gemeinsam entdecken wir die Wunder des Gartens. Ich bin dankbar für diese Momente der literarischen Erkundung. Lektion 17: Leistung verfolgen. Ich bin mir sicher, dass es entscheidend ist, die Leistung zu verfolgen, Anna. Absolut, John. Es hilft uns, den Fortschritt zu messen. Wir können Tabellen verwenden, um unsere Ziele zu überwachen. Das ist eine praktische Methode, um alles zu organisieren. Wir sollten für jedes Projekt spezifische Ziele setzen. Klare Ziele geben uns etwas, wonach wir streben können. Und wir können unsere Erfolge auf dem Weg dorthin verfolgen. Es ist motivierend zu sehen, wie weit wir gekommen sind. Wir können auch Apps verwenden, um unseren Fitnessfortschritt zu verfolgen. Fitness-Apps machen es einfacher, rechenschaftspflichtig zu bleiben. Lassen Sie uns regelmäßige Check-ins vereinbaren, um unsere Leistung zu überprüfen. Regelmäßige Check-ins halten uns auf Kurs und sind anpassungsfähig. Wir sollten Meilensteine feiern, wenn wir sie erreichen. Feste sind eine großartige Möglichkeit, motiviert zu bleiben. Und wenn wir vor Herausforderungen stehen, können wir daraus lernen. Herausforderungen helfen uns zu wachsen und uns zu verbessern. Machen wir Trekking zu einem festen Bestandteil unserer Routinen. Konsequenz wird zu langfristigem Erfolg führen. Hier geht es darum, konzentriert zu bleiben und unsere Ziele zu erreichen. Absolut, John. Lass es uns geschehen lassen. Unser Engagement und unsere Nachverfolgung werden zu großartigen Ergebnissen führen.
Ich glaube an unsere Fähigkeit, erfolgreich zu sein, John. Lassen Sie uns die Macht des Trackings nutzen und weitermachen. Lektion 18: Sprachbarrieren überwinden. Die Sprachbarriere war für mich eine Herausforderung. Das kann ich verstehen, John. Das Eingewöhnen braucht Zeit. Warst du schon einmal in einer ähnlichen Situation, Anna? Ja, habe ich. Eine neue Sprache zu lernen kann schwierig sein. Wie hast du es überwunden, Anna? Irgendwelche Tipps? Immersion hilft sehr. Übe jeden Tag zu sprechen. Ich habe versucht zu üben, aber es ist immer noch schwierig. Sei nicht zu hart zu dir selbst, John. Fortschritt braucht Zeit. Ich bin frustriert, wenn ich mich nicht gut ausdrücken kann. Es ist normal, frustriert zu sein, aber gib nicht auf. Ich werde weiter vorankommen und aus meinen Fehlern lernen. Das ist die richtige Einstellung, John. Beharrlichkeit ist der Schlüssel. Es ist ermutigend zu wissen, dass es mit der Zeit einfacher wird. Absolut, John. Mit dem Üben wirst du fließender werden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Anleitung, Anna. Gern geschehen, John. Wir stehen das zusammen durch. Auf die Überwindung von Sprachbarrieren und auf das Wachstum. Prost darauf, John. Lernen wir weiter und verbessern uns. Ich schätze deine Geduld und dein Verständnis, Anna. Wir haben alle unsere Herausforderungen, John. Ich bin hier, um zu helfen. Gemeinsam werden wir diese Sprachbarriere durchbrechen. Lektion 19: Sonntagsspaziergang. Das klingt reizend. Ich komme vielleicht diesen Sonntag zu dir, wenn das Wetter schön ist. Das wäre wunderbar, John. Wir könnten spazieren gehen. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und die Natur zu genießen. Ich liebe es, an einem sonnigen Tag die Natur zu erkunden. Lass uns einen Morgenspaziergang gegen 10 Uhr einplanen. Klingt perfekt, John. Das markiere ich in meinem Kalender. Wir können eine Route durch den Park nehmen und die Landschaft genießen. Der Park ist zu dieser Jahreszeit immer wunderschön. Wir könnten auch ein Picknick mitbringen und draußen zu Mittag essen. Das ist eine fantastische Idee, John. Ich packe ein paar Sandwiches ein. Es wird ein herrlicher Tag mit frischer Luft und guter Gesellschaft. Ich freue mich darauf, John. Es wird eine friedliche Flucht sein. Hoffen wir auf klaren Himmel und angenehme Temperaturen. Ich drücke die Daumen für perfektes Wetter am Sonntag. Auf einen erholsamen Sonntagsspaziergang in der Natur. Prost darauf, John. Genießen wir die Ruhe. Ich bin dankbar für diese Momente der Verbundenheit und Gelassenheit. Ich auch, John. Machen wir das Beste aus unserer gemeinsamen Zeit. Wir werden schöne Erinnerungen an unser Sonntagsabenteuer schaffen. Lektion 20: Grundlegendes zur Gartenarbeit. Ja,
Wir sollten uns auf jeden Fall Gartenhandschuhe besorgen. Das ist eine gute Idee, John. Das wird unsere Hände schützen. Wie wäre es mit einer Kelle zum Einpflanzen von Samen? Eine Kelle wäre perfekt dafür, John. Wir können auch eine Gießkanne zum Gießen der Pflanzen bekommen. Das ist wichtig, um sie hydratisiert zu halten. Brauchen wir eine Hake, um Laub und Schmutz zu entfernen? Ja, eine Hake würde helfen, unseren Garten sauber zu halten. Wir sollten auch in Betracht ziehen, eine Gartenschere zum Trimmen zu kaufen. Eine Gartenschere hält unsere Pflanzen gesund und gepflegt. Vergessen wir nicht einen robusten Gartenschlauch zum Bewässern. Gut überlegt, John. Ein Gartenschlauch ist ein Muss. Wir können eine Liste erstellen und gemeinsam das Gartencenter besuchen. Das Einkaufen von Gartengeräten wird Spaß machen, John. Wir werden gut ausgerüstet sein, um unseren Garten zu pflegen. Ich kann es kaum erwarten, unseren Garten blühen und wachsen zu sehen. Es wird eine lohnende Erfahrung sein, Anna. Lass uns unsere grünen Daumen an die Arbeit machen, John. Zusammen schaffen wir eine wunderschöne Oase in unserem Hinterhof. Absolut, John. Unser Garten wird eine Quelle der Freude sein. Ich bin dankbar für diese Momente geteilter Leidenschaft, Anna. Ich auch, John. Genießen wir die Reise des Gärtnerns. Hier geht es darum, unseren Garten zu pflegen und zu beobachten, wie er gedeiht. Prost darauf, John. Lasst uns unser grünes Abenteuer genießen. Holen wir uns unsere Gartenutensilien und fangen wir an zu pflanzen, Anna. Lektion 21. Entspannung am Wochenende. Klingt nach einem erholsamen Wochenende. Genieß es. Danke, John. Darauf freue ich mich. Hast du besondere Pläne für das Wochenende, Anna? Nur eine ruhige Zeit, um sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Das klingt perfekt. Das brauchen wir manchmal. Absolut, John. Es ist wichtig für die Selbstpflege. Wir können es uns mit einem guten Buch gemütlich machen oder einen Film schauen. Es sich gemütlich zu machen klingt nach einer großartigen Idee, John. Vielleicht können wir ein neues Rezept für das Abendessen ausprobieren. Das klingt köstlich. Ich bin bereit, etwas zu kochen. Lassen Sie uns zu Hause eine friedliche Atmosphäre schaffen. Ich zünde zur Entspannung ein paar Duftkerzen an. Wir können auch einen gemütlichen Spaziergang im Park machen. Die Verbindung mit der Natur ist immer verjüngend. Es ist wichtig, dass wir unserem Wohlbefinden Priorität einräumen, Anna. Du hast recht, John. Selbstfürsorge ist unerlässlich. Auf ein Wochenende voller Ruhe und Erholung. Prost darauf, John. Lasst uns die Ruhe genießen. Ich bin dankbar für diese Momente der Gelassenheit, Anna. Ich auch, John. Machen wir das Beste aus unseren Ausfallzeiten. Genieß dein Wochenende, Anna. Kümmere dich um dich selbst. Danke, John. Dir auch?
Haben Sie eine entspannte Zeit. Das werde ich, Anna. Lass uns neue Energie tanken und erfrischt zurückkommen. Lektion 22. Lieferantensuche. Das ist fantastisch. Haben Sie potenzielle Lieferanten für unser Unternehmen gefunden? Ja, John. Ja, ich habe recherchiert und ein paar Optionen gefunden. Das sind großartige Neuigkeiten. Was sind Ihre Spezialgebiete? Einer ist auf Elektronik spezialisiert, ein anderer auf Textilien und einer auf Verpackungen. Hervorragend. Haben Sie Ihre Preise und Qualität verglichen? Ja, ich habe Informationen zu Preisen und Qualitätsstandards gesammelt. Haben Sie sie für weitere Informationen kontaktiert? Ich habe gestern an alle Anfrage-E-Mails geschickt. Das ist proaktiv, Anna. Das weiß ich zu schätzen. Danke, John. Ich möchte sicher gehen, dass wir die richtige Wahl treffen. Hat einer von Ihnen schon geantwortet? Ja, ein Lieferant hat bereits mit zusätzlichen Informationen geantwortet. Das ist vielversprechend. Was haben Sie gesagt? Sie gaben Einzelheiten zu ihren Produkten, Preisen und Lieferoptionen an. Lassen Sie uns Ihr Angebot überprüfen und es mit den anderen vergleichen. Einverstanden, John. Wir müssen eine fundierte Entscheidung treffen. Können Sie Treffen mit den Lieferanten für nächste Woche vereinbaren? Ich melde mich bei Ihnen, um ein Treffen zu vereinbaren, John. Wir werden Ihre Vorschläge besprechen und bei Bedarf verhandeln. Klingt nach einem Plan, John. Wir finden die beste Lösung für unser Unternehmen. Ich vertraue auf deine Fähigkeiten, Anna. Danke für deine harte Arbeit. Gern geschehen, John. Ich setze mich für den Erfolg unseres Unternehmens ein. Gemeinsam finden wir die richtigen Lieferanten, um unser Wachstum zu unterstützen. Absolut, John. Wir werden starke Partnerschaften für die Zukunft aufbauen. Ich schätze dein Engagement und deine Gründlichkeit, Anna. Danke, John. Lass uns unser Unternehmen zum Erfolg führen. Ich bin dankbar, dich als Partner bei diesem Unterfangen zu haben, Anna. Lektion 23. Leser einbeziehen. Ich versuche auch, meine Leser einzubeziehen, indem ich Fragen stelle und sie zur Teilnahme ermutige. Das ist ein großartiger Ansatz, John. Das schafft ein Gefühl der Interaktion. Genau, Anna. Es hilft, eine Verbindung zu unserem Publikum aufzubauen. Wie ermutigst du sie, darauf zu antworten? Ich beende meine Artikel oft mit einer offenen Frage. Das ist eine clevere Art, ihre Gedanken und Meinungen einzuholen. Es löst Gespräche aus und beschäftigt sie. Finden Sie, dass sie aktiv reagieren? Ja, viele Leser teilen gerne ihre Sichtweisen. Es ist wunderbar, eine aktive und engagierte Community zu haben. Ich achte auch darauf, auf Ihre Kommentare und Nachrichten zu antworten. Das zeigt, dass du Ihren Beitrag schätzt, John. Es ist wichtig, ein einladendes und integratives Umfeld zu schaffen.
Wie engagieren Sie Ihre Leser sonst noch, John? Manchmal füge ich Umfragen in meine Inhalte ein. Das ist eine großartige Möglichkeit, Feedback und Erkenntnisse zu sammeln. Es gibt den Lesern auch die Möglichkeit, aktiv teilzunehmen. Ich bin beeindruckt von Ihrem Engagement für das Engagement der Leser. Danke, Anna. Das ist ein entscheidender Aspekt für erfolgreiches Schreiben. Ich werde auch einige Ihrer Strategien in meine Arbeit einfließen lassen. Das ist wunderbar, Anna. Gemeinsam werden wir unsere Leser einbeziehen. Absolut, John. Stellen wir sinnvolle Verbindungen her. Ich schätze deine Unterstützung und deinen Enthusiasmus, Anna. Und ich schätze Ihre Anleitung und Ihr Fachwissen, John. Wir sind ein großartiges Team, Anna. Lassen Sie uns unsere Leser weiterhin inspirieren. Dem stimme ich voll und ganz zu, John. Weiter zu ansprechenden Inhalten. In der Tat, Anna. Lassen Sie uns unser Publikum fesseln und mit ihm in Kontakt treten. Lektion 24. Anfahrtsanfrage. Entschuldigung, wissen Sie, wie man zur nächsten U-Bahn-Station kommt? Lass mich die Karte auf meinem Handy überprüfen, John. Danke, Anna. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Laut Karte ist es nur 2 Blocks entfernt. Das ist großartig. In welche Richtung sollen wir gehen? Wir müssen auf dieser Straße nach Norden gehen und links abbiegen. In Ordnung, lass uns anfangen, in diese Richtung zu gehen. Halten Sie Ausschau nach den Schildern der U-Bahn-Station. Das werde ich tun, Anna. Hoffentlich ist es nicht zu voll. Keine Sorge, John. Das schaffen wir schon. Entschuldigung, können Sie uns sagen, ob wir den richtigen Weg einschlagen? Ja, du bist auf dem richtigen Weg. Geh weiter geradeaus. Danke für die Bestätigung, Anna. Vielen Dank. Kein Problem, John. Freut mich, dass ich helfen konnte. Entschuldigung, könnten Sie uns bitte eine Wegbeschreibung geben? Natürlich. Wo versuchst du zu gehen? Wir suchen das nächste Café. Biegen Sie an der nächsten Kreuzung rechts ab und sie befindet sich zu Ihrer Linken. Vielen Dank für deine Hilfe, Anna. Gern geschehen, John. Genieß deinen Kaffee. Entschuldigung, wissen Sie, wo der nächste Park ist? Ja, es ist nur ein paar Blocks entfernt. Fahren Sie geradeaus und biegen Sie links ab. Danke für die Wegbeschreibung, Anna. Ich weiß es zu schätzen. Kein Problem, John. Hab eine tolle Zeit im Park. Entschuldigung, können Sie uns sagen, wie wir zum Museum kommen? Sicher. Gehen Sie 2 Blocks runter und biegen Sie an der Ampel rechts ab. Danke für die Wegbeschreibung, Anna. Du bist sehr nett. Gern geschehen, John. Viel Spaß bei Ihrem Besuch im Museum. Entschuldigung, wissen Sie, wie Sie zum Einkaufszentrum gehen?
Ja, es ist ein bisschen weiter die Straße runter auf der linken Seite. Danke, dass du uns das mitgeteilt hast, Anna. Ich freue mich darauf, einkaufen zu gehen. Gern geschehen, John. Viel Spaß beim Shoppen. Entschuldigung, können Sie uns sagen, wie wir zum Theater kommen? Bestimmt. Gehen Sie geradeaus und es wird zu Ihrer Rechten sein. Danke, dass du uns geführt hast, Anna. Du bist sehr hilfreich. Kein Problem, John. Genießt die Aufführung im Theater. Entschuldigung, kennen Sie den Weg zur nächsten Apotheke? Ja, es ist gleich um die Ecke zu deiner Linken. Danke für deine Hilfe, Anna. Du bist ein Lebensretter. Gern geschehen, John. Ich hoffe, du findest, was du brauchst. Entschuldigung, könnten Sie uns eine Wegbeschreibung zum Restaurant geben? Natürlich. Es ist ein paar Blocks entfernt, geradeaus auf dieser Straße. Danke, dass du uns in die richtige Richtung weist, Anna. Kein Problem, John. Genießen Sie Ihr Essen im Restaurant. Entschuldigung, wissen Sie, wie man zum Busbahnhof kommt? Ja, es ist ungefähr 10 Minuten zu Fuß von hier entfernt. Fahren Sie geradeaus und biegen Sie rechts ab. Danke für die Wegbeschreibung, Anna. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Gern geschehen, John. Gute Fahrt am Busbahnhof. Entschuldigung, können Sie uns sagen, wo die nächste Buchhandlung ist? Bestimmt. Es ist gleich auf der anderen Straßenseite, an der Ecke. Danke, dass du uns das mitgeteilt hast, Anna. Ich freue mich darauf, in Büchern zu stöbern. Gern geschehen, John. Viel Spaß beim Lesen in der Buchhandlung. Entschuldigung, wissen Sie, wie Sie zum nächsten Park kommen? Ja, es ist ein paar Blocks die Straße runter, auf der linken Seite. Danke für die Wegbeschreibung, Anna. Ich weiß es zu schätzen. Lektion 25. Spontane Abenteuer. Hallo, warst du schon einmal auf einer spontanen Reise? Ja, ich liebe es, neue Orte zu erkunden. Wie steht's mit dir? Das wollte ich schon immer, aber ich habe es noch nie gemacht. Spontane Reisen können aufregend und unvergesslich sein. Ich bin neugierig, wie entscheidest du, wohin du gehst? Manchmal schließe ich meine Augen und zeige auf eine Stelle auf der Karte. Das klingt aufregend. Planst du alles im Voraus? Nicht immer. Es macht mir Spaß, etwas Raum für unerwartete Entdeckungen zu lassen. Hattest du schon einmal bemerkenswerte Erlebnisse, als du spontan gereist bist? Absolut. Ich bin einmal auf einen atemberaubenden versteckten Strand gestoßen. Das muss unglaublich gewesen sein. Gibt es noch andere denkwürdige Momente? Ich habe auch einen bezaubernden lokalen Markt mit einzigartigem Kunsthandwerk entdeckt. Es klingt so, als würde Spontanität einen Überraschungsmoment hinzufügen. Auf jeden Fall. Es hält die Reise voller Überraschungen und Wunder. Ich fange an, den Reiz spontaner Abenteuer zu erkennen.
Sie können befreiend sein und bleibende Erinnerungen schaffen. Hast du irgendwelche Tipps für jemanden, der seine erste spontane Reise plant? Ich würde vorschlagen, klein anzufangen, zum Beispiel eine nahegelegene Stadt zu erkunden. Das ist eine gute Idee. Das ist weniger überwältigend für einen Neuling. Und vergiss nicht, das Unerwartete anzunehmen und mit dem Strom zu schwimmen. Das werde ich im Hinterkopf behalten, Anna. Danke für den Rat. Gern geschehen, John. Ich hoffe, du hast eines Tages eine fantastische spontane Reise. Ich weiß deine Ermutigung zu schätzen, Anna. Es ist inspirierend. Spontane Abenteuer können transformativ sein. Genieße die Reise. Das werde ich, Anna. Darauf, das Unerwartete anzunehmen.